Nimmt's jetzt schon auf? Ja, da leuchtet das rote Lämpchen. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herbs and Herbs. Mein Name ist Michi und wundert euch nicht über die komische Anmoderation. Ich habe hier nämlich ein neues Spielzeug mir gekauft. Das ist hier so eine Kamera mit so einer Gimbal-Funktion. Und davon verspreche ich mir nämlich in der Zukunft ein paar bessere Aufnahmen, um euch da draußen nicht allzu sehr mit schlechter Audioqualität und schlechten Videos zu quälen. Bin ja ganz froh über jeden von euch da draußen, der meine Videos klickt. Also nochmal, hallo meine lieben Freunde des grünen Daumens, mein Name ist Michi und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herbs and Herbs. Und ja, ihr seht es schon hier wieder im Hintergrund. Wir befinden uns tatsächlich hier mal wieder in den heiligen Hallen von Herbs and Terbs. Und hier wird Famoses geschehen. Ich habe hier, ihr seht es vielleicht auch da hinter mir, ein kleines bisschen umgebaut. Ich habe das Regal so ein bisschen gekürzt und ich denke mal, wir switchen mal eben die Kamera nach vorne. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh, wunderbar. Muss ich jetzt nur noch gucken, Kamerasteuerung ein bisschen ausrichten. Ja, ihr seht es schon hier. Ich habe mir mal so ein bisschen ein paar Sachen rausgenommen, ne, so ein paar Düngerlösungen, die wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Habe hier einfach das für den alltäglichen Grow-Bedarf mal so zurechtgestellt. Ne, wir haben hier nochmal so einen zusätzlichen Sensor, da sehen wir auch hier so eine Anzeige, das ist der Switchbot, der kann uns auch den CO2-Gehalt hier unten im Keller zeigen. Ganz, ganz wichtig hier, Leute, ein kleiner Bluetooth-Speaker, kann man sich ein bisschen Musik machen, wenn man ein bisschen an den Pflanzen rumschneidet. Das hier ist so ein kleiner Aufsatz für meine Handykamera, mit der ich die Lichtstärke messen kann. Funktioniert für meine Aspekte sehr, sehr gut. Klar, natürlich kennt ihr alle die Trimscheren hier, pH, EC-Messgerät. Und das hier ist jetzt recht neu dazugekommen, Leute. So ein Magnetröhre, hier kann ich so einen Liter Becher mit Rührfisch reinstellen. Und diese beiden, beziehungsweise diese drei Lösungen hier, guckt mal, was haben wir denn hier? Neutral-pH, also eine Lösung, die den pH-Wert reguliert, hält. Und dann haben wir hier einen Fertilizer Y und ein Fertilizer X. Und das sind Komponenten, meine lieben Freunde, die gehören nämlich zu dem zweiten System, was ich von Bonsanto bekommen habe. Switchen wir mal wieder zurück. Ja, meine lieben Leute, Bonsanto, ihr wisst Bescheid, im letzten Video bin ich kurz darauf eingegangen. Die haben uns nämlich eine Fermentbox zukommen lassen, mit denen wir ja jetzt gerade aktuell eben unser Apple Fritter Automatic curen bzw. fermentieren und nachher natürlich auch noch curen innerhalb dieser Box im Vergleich zu den Dry Firm Bags. Da gucken wir mal, kriege ich sie so drauf. Da hinten steht das gute Stück. Wir machen mal einen Kameraswitch. So, hier unten ist sie nämlich aktuell. Da steht sie. Wir haben hier, ich öffne sie auch einmal kurz für euch. Schieben wir es mal auf. Hier schlummert aktuell die Apple Fritter Automatic drin. Und hier unten dran, wie gesagt, haben wir hier diese Flüssigkeit mit dem Fermentpulver drin, was die Luftfeuchtigkeit eben ja, zwischen 60-70% halten soll. Und damit das Ganze auch vernünftig überwacht ist, habe ich ja auch gesagt, ich habe hier so einen Temperaturfühler und Feuchtigkeits- bzw. ja Luftfeuchte-Sensor mit drin. Ließ sich hier so relativ gut verbauen. Die Kabelführung geht hier vorne raus. Und eben hier hinten, da ist diese Steckdose und die schaltet diesen verbauten Lüfter hier drin eben ein. Ja, und sobald die Luftfeuchtigkeit höher als 70 ist, wird der Lüfter geschaltet und somit halten wir aktuell momentan eine Luftfeuchtigkeit eben zwischen 60 und 70%. Das ist jetzt eine Woche lang da drin. 6 Wochen werde ich es insgesamt da drin lassen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es damit weitergeht. Oben drüber hier, ich will jetzt gar nicht zu sehr nah dran gehen, haben wir eben den zweiten Versuch mit den Dry Firm Bags. Das hier, meine lieben Freunde, ist aber mittlerweile auch schon wieder so weit, dass ich das jetzt rausnehmen kann. Also da tut sich am Gewicht nichts mehr, ist jetzt bei 60% ungefähr eingeregelt. Und das Ganze kommt jetzt in diese schwarzen Beutel hier rein. Und dann werde ich das Ganze ja für die restliche Dauer, damit das eben auch insgesamt 6 Wochen sind, mit in diese Beutel reintun und weiter auch hier unten lagern, damit wir halt einfach einen recht unverfälschten Vergleich irgendwie haben. Ne? Ja, und jetzt merke ich, jetzt komme ich so ein bisschen aus der Puste, weil
eigentlich mal abgesehen von den Fermentboxen wollte ich euch ja noch was zu diesen Düngelösungen hier erzählen. Weil das ist nämlich die Komponente, die gehört dazu zu dem zweiten Produkt, was ich von Bonsanto bekommen habe. Und zwar ist es dieses Hydro System 3.1. Und ich habe herausgefunden, dass dieses Hydro System 3.1 wirklich wunderbar in die V-Grow von Vivosan reinpasst, wo wir ja die Apple Fritter Automatic jetzt rausgeholt haben. Und bevor ich jetzt zu viel Theorie nebenher plapper, würde ich einfach mal sagen, lass uns doch mal zusammen eben mal in die Box reingucken, oder? Was meint ihr? Und dann lasst uns doch mal in die V-Grow von Vivosan reinschauen. Da gibt es nämlich tatsächlich auch schon was zu sehen. Wir öffnen sie jetzt deswegen einmal komplett. Lasst euch nicht blenden, setzt eure Sonnenbrillen auf und schon gucken wir hier rein in unsere V-Grow von Vivosan. Und was haben wir hier unten sitzen? Schaut mal rein. Hier ist tatsächlich ein kleiner Sämling gepoppt. Und zwar haben wir es hier ja mit dem Ergebnis einer Kreuzung aus Super Lemon Haze und Pink Candy zu tun. Ich glaube, den Breeder muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwähnen, oder? Nee, ich glaube, muss ich nicht, ne? Das kommt also dabei raus, wenn man eine Super Lemon Haze mit einer Pink Candy kreuzt. Ich habe hier in so ein kleines Tontöpfchen einfach ein bisschen was von dem Kokosubstrat reingetan, in dem vorher die Apple Fritter Automatic stand. Und da habe ich einfach den Samen 1 cm tief rein, habe das Ganze feucht gehalten und hier reingestellt. Und siehe da, nach 3 Tagen kam dieses Pflänzchen da zum Vorschein. Wir hatten hier noch so eine kleine Plastikhaube oben drauf. Und ja, jetzt sitzt er hier schon an seiner Position. Das ist natürlich nicht die Endposition. Ihr seht hier, dieser Topf ist von Bonsanto mit diesem Blähton gefüllt. Also so ein typisches Hydrogranulat. Und hier über diesen weißen Lörres, der mit einem Schlauch hier unten in diesem Reservoir, muss er wieder nach unten gehen, in diesem Reservoir hier, was 3 Liter Wasser enthält, beziehungsweise dann 3 Liter der angesetzten Düngelösung mit dem X- und Y-Dünger und inklusive natürlich auch diesem pH-Stabilisator, kann man das hier füllen. Hier hinten drin ist ein wunderbarer Füllstandsanzeiger. Und das ist dann nach einem gewissen Schema einzustellen. Also beispielsweise habe ich sie jetzt einfach einmal am Tag für 1 Stunde an, diese Wasserpumpe. Ich werde sie jetzt auch gleich mal anmachen, weil nämlich das Geniale ist, ihr seht hier, also dieses System braucht nur ein Kabel. Und dieses Stromkabel hier, ja, das führe ich hier in der V-Grow nach oben. Und das USB-Kabel lässt sich eben auch hier an der V-Grow mit anstöpseln und lässt sich dann wunderbar, ganz einfach über die V-Grow eigene App steuern. Kannst du ja auch eben einfach mal zeigen. Das Gute ist ja, mit dem neuen Gerät habe ich ja mein Smartphone hier auch frei. Na, wir sind jetzt in der V-Grow App. Wir gehen auf Geräte, wählen unser USB 2 aus. Na, und das ist jetzt momentan auf ausgestellt. Man kann einen Zyklus programmieren. Ich habe hier zum Beispiel an, dass er um 6 Uhr eingeht. Ist ein bisschen problematisch mit dem Scharfstellen aktuell, da muss ich mich noch ein bisschen mit befassen. Aber ist dann für 1 Stunde an. Wir können aber auch in den manuellen Modus wechseln. Da muss ich erstmal hier den Zyklus stoppen, auf manuell gehen und dann eben auf Einschalten. Ja, jetzt ist er wieder aus. So, genau. Und dann fließt hier eben ein bisschen Wasser bzw. Wasser mit Düngelösung einmal am Tag für 1 Stunde über dieses Granulat und versorgt dann die Pflanze eben mit der nötigen Feuchtigkeit bzw. mit den nötigen Nährsalzen. Da fahre ich dann ein bisschen auf Sicht und werde dann entsprechend die Düngelösung Stück für Stück anpassen, je nachdem, wie es der Pflanze so geht. Da bin ich ein bisschen auf eure Hilfe auch mit angewiesen, auf ein paar erfahrene Hasen, ja, die da draußen so ein bisschen die Pflanzen kennen, die sagen können, hey Michi, pass mal auf, deine Pflanze sieht ein bisschen gelb aus, sieht ein bisschen blass aus, vielleicht gibst du ein bisschen mehr Dünger dazu oder hey Michi, deine Pflanze, die sieht so krass überfüttert aus, gib mal ein bisschen weniger Dünger dazu. Mich würde es einfach wirklich, mir würde es auf jeden Fall sehr helfen, wenn ihr mich da ein bisschen unterstützen könntet. Und mit mir zusammen einfach mal dieses Hydrosystem hier von Bonsanto mit erkundet. Ich bin total gespannt jetzt auf diesen Grow hier. Ehrlich gesagt ist das mein erster Run überhaupt mit etwas anderem außer Erde. Ihr kennt ja meine Videos zur normalen Erde, ihr kennt meine Videos zur Living Soil. Aber eben sowas Hydromäßiges hatte ich noch nicht.
Hier unten, wie gesagt, ist der Topf auch offen, also die Pflanze kann rein theoretisch auch in dieses Wasser hier runterwurzeln. Da müssen wir mal gucken, wie sehr das passiert. Aber mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, wie gespannt seid ihr darauf, auf dieses Projekt, was am Ende bei rauskommen wird? Und was haltet ihr von diesem System? Haltet ihr das für Schrott? Haltet ihr das für eine coole Alternative zu den gängigen Systemen, zu diesen gängigen DWC-Systemen, wo die Pflanze ja wirklich zu 100% mit ihren Wurzeln eigentlich in dem Wasser drin hängt? Ich habe da noch keine Erfahrung, aber ich freue mich auf die Erfahrung, die wir hier gemeinsam damit sammeln können, Leute. Ansonsten bleibt mir nicht mehr zu sagen als: Liebe Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, gebt meinem Kanal doch gerne ein Abo. Ich freue mich immer über Support. Und ansonsten bleibt lieb da draußen und bleibt mir gewogen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Euer Michi.